ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam den Parfüm Dreams für Männer auszupacken. Da habt ihr einen Wunsch nachgehabt, dass ich den auspacke. Ich hatte den Wunsch eigentlich nicht, aber ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ihr den sehen wollt, warum nicht? Ich bestelle ihn und wir gucken rein. Kostet 53,96 € und pro Türchen ausgerechnet sind das 2,25 €. Genau, so habt ihr die Eckdaten. Der ist bei Parfüm Dreams zu bestellen. Ich lasse euch den Link wie immer unten in der Infobox drin. Den könnt ihr sehr, sehr gerne nutzen. Und jetzt zeige ich euch den Kalender mal. Ich würde sagen, nach dem Intro geht es sofort los. Jetzt aber starten wie immer. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr, vor allen Dingen auch nicht die Adventskalender-Unboxings. So, das ist der Adventskalender. Es ist ein Riesenteil, so wie der Parfüm Dreams auch für Frauen. Der hat mir übrigens sehr gut gefallen und ich hoffe, dass der Männerkalender genauso gut sein wird. Schreibt mir auch gerne hier in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet am Ende und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich lege den Kalender hier vorne hin und dann gucken wir rein. Ich habe euch etwas näher geholt, damit ihr gucken könnt und jetzt fangen wir mit der 1 an. Also das ist ein Wegwerfkalender, ne? Den könnte man nicht wiederverwenden, nur nochmal zur Info. Das sind keine, also ihr habt es ja gesehen, das sind Kläppchen. In der Nummer 1 haben wir ein Produkt drin, was eigentlich jeder benutzen kann. Und zwar von L'Occitane einmal die tolle Handcreme für trockene Haut mit 20% Shea Butter. Die ist super, sind 10 Milliliter. Ich liebe diese kleinen Größen, weil guckt mal, die passen so gut in die Handtasche rein. Und da hat man immer eine kleine Handcreme mit dabei. Das finde ich persönlich richtig gut. Ja, und das kann man sowohl als auch nutzen. Hier ist übrigens ein Plastik-Inlay drin. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wer da keine Lust drauf hat. Hier ist Plastik drin. Man muss den nachher auseinandernehmen und so entsorgen. Ne? Das ist ein bisschen umständlich. Für mich vor allen Dingen bei so vielen Adventskalendern. Aber na gut, es ist leer. Türchennummer. Ist das irgendwo daneben gerutscht? Ich sehe aber auch nichts. Das fühlt man nirgendwo. Türchen Nummer 2 ist komplett leer. So, Türchen Nummer 3. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen geschockt, dass da nichts drin ist. In der 3 haben wir Molten Brown drin. So, Türchen Nummer 3 hat von Molten Brown einmal das Recharge Black Pepper drin. Und den Duft kenne ich noch gar nicht. Also das ist anscheinend ein männlicher Duft, sonst wäre der nicht hier drin. Boah, der riecht gut. Der riecht richtig, richtig gut. Das ist ein Dusch- und Badeschaum. Also das riecht fantastisch. Ich glaube, wenn mein Freund so riecht, das finde ich gut. Also das riecht auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, Türchen Nummer 4. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr den Kalender auch habt, ob eure Nummer 2 auch leer war. Das würde mich mal interessieren. In der 4 haben wir wieder, oh, wie toll ist das denn, Leute? Hier ist von Molten Brown nochmal was drin, und zwar das Recharge Black Pepper in einem Parfum. 1,5 Milliliter eine Parfümprobe, aber egal, ne? Also dieses Molten Brown, das ist ja richtig teuer. Das ist einmal so eine Mini-Probe. Proben finde ich nicht so gut. Ehrlich gesagt, eine Miniatur hätte es auch getan, aber für 53 € denke ich, ist es okay. Das kriegt safe mein Freund aufgesprüht, aber safe, weil das riecht richtig gut. So, die Nummer 5. Die Nummer 5 hat was von Rituals drin, und zwar einmal die Anti-Aging Face Cream, die ist gut. Von meiner Mama, der Mann benutzt die sehr gerne. Vitamin B3 und Peptide sind hier drin, 5 Milliliter, und die riecht auch gut. Ist auch eine ziemlich kleine Größe, aber das ist nicht schlimm, ne? So, Türchen Nummer 6, das ist ein Riesentürchen. Wow, in der Nummer 6 haben wir... Auf jeden Fall liegt hier ein Produkt daneben, eine Maske oder so, die lasse ich mal drin. Die ist irgendwo durchgerutscht. Vielleicht war die in der 2 drin. Das könnte natürlich sein. Ich gucke gleich mal. So, hier haben wir einmal drin in der 6 von American Crew, einmal ein Daily Cleansing Shampoo. Das ist super. Männer brauchen ja auch natürlich ein Shampoo und die haben ja auch immer andere Bedürfnisse für die Haare, obwohl mein Freund auch oft meine benutzt. Ja, das ist ein Shampoo, eine Full-Size-Größe, 200 Milliliter, und ich will mal dran riechen, wie das duftet. Oh, das riecht nach Ingwer irgendwie. Ingwer und Zitrone habe ich das Gefühl. Ja, hier steht auch mit Zitrus Mint.
Ich meine, ich rieche noch Ingwer, aber es soll nach Zitrusminze riechen auf jeden Fall. Einmal ein Shampoo. Und ich hole jetzt einfach mal das hier raus, weil ich glaube, dass das in der 2 war, ne? Dass das halt einfach rausgerutscht ist. Das ist eine Maske von Seven to Heaven oder Seven Heaven Blackhead Bastille. Eine Peel-Off-Maske mit Spearmint and Dead Sea Salt. Ja, das ist eine Maske. Und ich denke, dass die in der 2 drin war, weil die halt rausgerutscht ist. Denke ich mal. So, Türchen Nummer 7. In der 7 haben wir von S. Oliver was drin. Okay, und zwar Grapefruit, Hinoki und Cedarwood. Ein Dusche und Shampoo in einem. Das mögen die Männer ja. 75 Milliliter. Reinigt ihre Haut, beugt dank der speziellen Wirkstoffkombination im Austrocknen der Haut vor. Mit einzigartigem Duft. Ja, genau. Einmal von S. Oliver. Ich rieche auch mal da dran, wenn das geht. Oh, das riecht aber auch gut. Es riecht auch sehr, sehr schön, sehr frisch. Also das ist ein wirklich sehr schöner, frischer Duft. So, weiter geht's mit Türchen Nummer 8. In der 8 ist eine Parfümprobe drin von einem Duft, den ich überhaupt nicht kenne. Montale Paris Herbal Aquatica. Ich weiß nicht, ist das das sieht sehr edel aus irgendwie. Es ist ein Parfüm aus Paris, also aus Frankreich kommt. Das sind 2 Milliliter. Ja, eine Parfümprobe halt, ne? Macht irgendwie so einen super hochwertigen Eindruck. Es könnte ein teurer Duft sein. So, Türchen Nummer 9. In der Nummer 9 ist ein Ahava-Produkt drin und zwar ein Mineral Shampoo Eimer in der Größe 40 Milliliter, das ist ganz gut, um das zu testen. Ahava ist ja, also das ist anscheinend haar- und kopfhautfreundlich mit Mineralien und Aloe Vera angereichert. Und das ist ja auch keine günstige Marke. Von daher, ich finde es auch ein gutes Produkt. In der Nummer 10 haben wir es ganz, ganz klein. Hier ist eine Ampulle drin, Leute. Auch Männer dürfen Ampullen benutzen, nicht nur wir Frauen. Und zwar haben wir hier eine Barbour Hydra Plus Booster Ampulle drin. Das ist aber schön. Die werde ich safe für mich benutzen. Ja, Ampullen sind immer gut und von Barbour, mein Freund benutzt sowas eh nicht. Ja, finde ich super. Das finde ich ein schönes Türchen. Türchen Nummer 11. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euer Mann Ampullen benutzt. Ich bin gespannt. Beim letzten Video zu den Männerkalendern kamen auch richtig lustige Kommentare von euch. Aber es ist eigentlich ziemlich gleich. Es waren wenige dabei, wo geschrieben haben, dass ihr Mann also die komplette Bandbreite von solchen Produkten benutzt. Ne? So, in der 11 haben wir von Manson for Man. Nee, Manson for Man. 2 in 1 Body and Hair Wash. Ja, die haben es raus. Also Männer brauchen ein 2 in 1 Produkt auf die angefeuchtete Haut. Ja, das ist einfach eine revitalisierende Dusche. Gutes Produkt. Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Oh, was haben wir denn hier drin? Halloween Man. Hier ist ein Halloween Man Duft drin. Von diesem Halloween habe ich schon mal gehört. Und zwar sind das 15 Milliliter. Also das ist eine sehr gute Größe. So sieht das einmal aus. Also ein Männerduft. Und ich kenne den gar nicht, ne? Ah, der riecht aber gut. Ich glaube, der riecht richtig, richtig gut. Das ist ein richtig schöner, aber so ein bisschen gourmandiger Duft. Männlich gourmandig. Ich glaube, also ich sprühe den jetzt nicht, aber ich glaube, dass der sehr, sehr gut riecht. Das ist ja ein tolles Türchen. Bis jetzt finde ich den Kalender richtig gut für Männer. Ne? Also ich finde, hier sind tolle Sachen drin. In der 13 ist was von Goldwell drin. Auch cool. Und zwar ein Hair and Body ist hier drin. Hair and Body Shampoo von Goldwell. Super, 100 Milliliter, macht auch einen sehr, sehr schönen, hochwertigen Eindruck. Und Goldwell ist eine super Marke. Oh, das riecht gut. Das riecht richtig gut. Das riecht ein bisschen holzig, finde ich. Würzig, holzig, aber das riecht sehr, sehr schön. Richtig gut. So, Türchen Nummer 14. Ich habe übrigens meinen Freund gefragt, ob er sich mit in dem Video hier beisetzen möchte und vielleicht die Produkte ein bisschen bewerten möchte, aber er mag nicht. In der 14 ist auch ein krasses Produkt drin. Und zwar ein Protini Power Peptide Reserve Serum von Drunk Elephant. Richtig cool, 8 Milliliter, das kann man natürlich, also das muss man nicht nur als Mann benutzen oder kann man nicht nur als Mann benutzen, sondern auch als Frau, das finde ich super. Also das werde ich mal ausprobieren, das ist mit Peptiden und ja, 11 Signalpeptiden steht hier drauf, sehr interessant. Ehrlich gesagt finde ich den Kalender auch nicht so schlecht, um sich den eventuell zu teilen, ne? Also viele Sachen kann man vielleicht auch zusammen benutzen. So, Türchen Nummer 15. In der 15 ist ein
Miniatur drin. Und zwar, das kenne ich noch gar nicht, das ist das Versace Eros Flame. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur das Blaue und das riecht wirklich gut. Mein Freund hat das Blaue auch in Miniatur im Bad stehen. Der mag den Duft sehr gerne. Und das ist einmal das Rote, das Flame. Ich kenne den Duft nicht. Oh, das ist aber sehr... Das riecht... wie riecht das? Das erinnert mich so sehr an meinen Opa irgendwie. So richtig intensiv und also das erinnert mich irgendwie an meinen Opa. Keine Ahnung, das ist ein krasses Parfum. Ist auf jeden Fall sehr ausdrucksstark. Ich kann aber nicht sagen, es ist sehr würzig, also würzig herb, ne? Es ist ein krasser Duft. Muss man mögen, finde ich. Ich finde zum Beispiel den Halloween viel ansprechender. So, Türchen Nummer 16. Oh, in der 16 ist was Cooles drin. Und zwar von Tony Guard einmal True. Tony Guard ist eine schöne Marke, ein Shower Gel, 150 Milliliter und das sieht irgendwie total schön aus, weil das so durchsichtig ist. Eine Riesenpackung. Das finde ich auf jeden Fall gut. Das ist noch zugeschweißt. Ich lasse das auch nochmal zu. Türchen Nummer 17. Hier wisst ihr was? Das ist wirklich ein Knaller, dieser Kalender. Also der ist so gut. Guckt euch den mal an. Hier ist ein Parfüm drin und zwar von der Marke Alicia Ashley. In der Sorte Cetro Musk. Das ist wohl ein Unisex-Duft, so wie es hier drin steht. Ja, ich kenne den Duft überhaupt nicht. Ich glaube, ich sprühe den auch mal. Mich interessiert das einfach mal. Ich sprühe mit dem mal aufs Handgelenk. Da ist ja Unisex-Zeichen drauf. Nur von daher denke ich, dass der auch für Frauen gut geeignet ist. Der riecht gut. Der hat einen ganz... erinnert mich auch an irgendeinen Duft, den ich schon kenne. Der ist so ein bisschen zitrig, nicht ganz so, also der ist überhaupt nicht kopfschmerzmäßig, eher ein bisschen leicht zitrig und hat so ein paar holzige Noten mit drin, finde ich. Ich kann euch ja mal einblenden, die Duftnoten. Auf jeden Fall ein Duft mit 30 Milliliter, das ist total klasse. Die Marke kenne ich auch überhaupt nicht. Oh, der riecht aber wirklich schön. Der riecht total erfrischt, ne? Als wäre man gerade aus der Dusche gekommen. In der 18 ist was von Alcina drin. Auch richtig, richtig gut. Und zwar ein Active Face Power. Eine Gesichtscreme. Vitalisiert und erfrischt. Alcina for Man. Also das ist eine Full-Size-Größe auch. 50 Milliliter. Ja, richtig krasses, gutes Produkt, ne? Alcina ist eine tolle Marke und ich denke, dass das toll ist. Es hört sich auf jeden Fall gut an. Glättet kleine Fältchen, zieht ein und fettet nicht. Ja, super, ne? Ich bin gerade wirklich baff über diesen Kalender, ne? Wir sind bei Türchen Nummer 19 und also ich finde, der ist jetzt schon genug. Wisst ihr, wie ich meine? Der hat mich schon genug überrascht. In der Nummer 19 haben wir wieder ein Parfum drin. Also das ist echt ein Kracher und zwar von Jean Paul Gaultier, das Skandal. Und da habt ihr mich darauf hingewiesen, mir war das gar nicht bewusst, beim Hagelshop, nee, nicht Hagelshop, beim... Ihr wisst schon, Basler Adventskalender war das auch drin und ich habe mich so gefreut. Und das riecht aber auch irgendwie weiblich. Es ist aber ein Männerduft, Leute. Und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das hier ein Männerduft ist. Ihr habt mich darauf hingewiesen. Ich finde, der riecht total gut und auch weiblich. Ich finde, der riecht gourmandig und lecker. Ich habe den aber auch noch nicht aufgesprüht. Auf jeden Fall einmal den Jean Paul Gaultier Skandal. Also hier sind so viele Düfte drin. Das hätten die mal bei den Frauen reinpacken müssen. So viele Düfte. Türchen Nummer 20. In der 20 ist was von Aigner drin. Wow. Richtig krasses Produkt, ne? Das ist ein Hair and Body Shampoo und Aigner ist eine teure und auch sehr gute Marke. Die haben sehr schöne Düfte. Und das riecht so gut. Das riecht schön fruchtig. So ein bisschen nach Kaugummi. Also das hat einen ganz tollen Duft. Ich kann euch das nicht sagen. Ich rieche ein bisschen Kaugummi raus und Früchte und ein bisschen was Herbes. Es hat einen ganz tollen Duft, ne? Diese Aigner-Düfte. Guckt euch die mal an. Die riechen echt immer sehr, sehr gut. Ernsthaft, dieser Kalender, der wird richtig vielen gut gefallen. Da bin ich mir sicher. So, die 21. Hier ist was von American Crew drin. Und zwar einmal ein Boost Powder. Anti-Gravity Volume Powder mit einem Matt Finish. Das ist ein Volumenpuder. Okay, das ist so eine Dose oben. Seht ihr das? Da kann man so ein bisschen Puder rausholen. Ich nehme mir mal so ein bisschen. Das riecht auf jeden Fall. Hat das leider einen Duft, sonst würde ich das für mich mal verwenden. Also ich denke, wenn man so ein bisschen fettiges Haar hat oder so. Also es ist so ein Volumenpuder halt für Männer. So wie wir das kennen von
Schwarzkopf gibt es ja auch sowas, ne? Und es gibt auch von Balea sowas. Auch hier der Duft super angenehm. Türchen Nummer 22. Und hier haben wir jetzt von Shiseido Man einmal eine Ultimoon Power Infusion, also ein Konzentrat drin. Mit einer Dribble-Technologie. 10 Milliliter. Also ich wusste nicht, dass die extra für Männer auch diese Sachen haben, aber das ist bestimmt auch sehr teuer und das ist ein Konzentrat. Warum nicht, ne? Also sehr, sehr cooles Türchen auch. Ich habe jetzt nochmal hier am Arm gerochen. Ich würde sagen, das entwickelt sich schon so ein bisschen eher männlich, ne? Also an mir zumindest, also mir gefällt der Duft an mir jetzt nicht so gut, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? So, 23. 23 hat auch ein, also wirklich dieser Kalender, Leute, ein Parfum von Trussardi einmal drin. Trussardi hat schöne Düfte. Das ist einmal der Uomo. Uomo, glaube ich, so spricht man das aus. Auf jeden Fall sind das 10 Milliliter. Ein Trussardi-Duft, Leute. Ne? Kann ich gar nicht einschätzen. Ich sprühe das mal. Der ist sportlich spritzig. Also das ist ein sportlicher Duft, ne? Also der ist definitiv schön für den Frühling, finde ich. Und also für immer eigentlich. Das ist ein sehr schöner Duft. Der ist ein bisschen jugendlicher, finde ich. So, die 24, das letzte Türchen, Leute. Wir haben alle ausgepackt, ja. 24, ich bin gespannt. In der 24 ist ein Klassiker drin. Und zwar Davidoff Cool Water einmal. Eine Dusche in Full Size, 150 Milliliter. Mein Freund mag den Duft sehr gern. Der hat auch das Parfum und mag das auch gern. Und von daher, also mein Freund würde sich darüber sehr freuen in der 24. Ihr Lieben, das war der Parfüm Dreams Männer Adventskalender 2023. Was sagt ihr denn zum Inhalt? Also mich hat der Kalender komplett weggeflecht. Für 53 € so viel tolle Sachen. Ich fand jedes Türchen richtig gut. Es gibt gar nichts zu meckern. Für 53 € rennt los, holt den für eure Männer. Also ich finde den richtig, richtig gut. Und ich habe mal gerade geguckt, wir haben 7 Düfte drin. Das ist richtig gut. Wir haben was für die Haare, wir haben was für die Gesichtspflege, nicht zu viel. Wir haben zum Duschen einiges für die Haare, so Multifunktionsprodukte, eine Gesichtsmaske, eine Ampulle, eine Handcreme. Also der Kalender ist meiner Meinung nach richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich freue mich, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr den Kalender findet, ob ihr den für euren Mann holt. Also es ist eine absolute Empfehlung. Ich glaube, das ist für mich preis-leistungs-verhältnismäßig der beste Männer-Adventskalender, den ich jetzt ausgepackt habe. Absolute Empfehlung. Ich würde mich jetzt bei euch verabschieden, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert gerne meinen Kanal, empfehlt meinen Kanal gerne weiter, falls ihr Lust habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire.